Genau. Übertragen Ihren Bildschirm. Ah, okay. Ja, jetzt haben wir ihn doch Jetzt gehört. übertrage ich anscheinend auch den ganzen Bildschirm. Interessanterweise will Teams jedes Mal aufs Neue bestätigt haben, dass ich wirklich auch den Computersound mit wiedergebe. Ja, Es ist wohl so okay. unüblich, den Computersound mitzugeben. Okay. Und wenn du jetzt kurz versuchst, noch in Word, Jetzt. dann. Webinar. Datei Ja, 08. Genau. Okay, Over, sehr schön. Vorjahr. Klasse. 16. Dann 07. würde ich Seite doch 9. sagen, wenn der Screen wieder mich zu Wort kommen lässt, würde ich sagen, Genau, fangen wir ja, richtig an. Dem muss Ist man immer immer mal wieder das Wort abschneiden, dem Screen. Ja, der ist immer so ein vorlaut. bisschen, der ist so vorlaut, genau. Das hat der Screen wieder so an sich, ja, dass er vorlaut ist. Und Mirjam, du lässt einfach die Leute immer noch rein, die dann noch nachzügeln, und dann starten wir jetzt ganz offiziell. Also herzlich willkommen nochmal zu unserem Webinar Ask the Expert. Ich freue mich riesig, dass Alexander Pawkowitsch heute hier bei uns mit dabei ist. Und er ist nämlich einer der humorvollsten Präsentatoren, worauf es ankommt bei barrierefreien Dokumenten und wenn man diese mit Screenreader nutzen möchte. Ich hatte schon das Vergnügen, ganz oft mit Alexander bei Konferenzen dabei zu sein und ihm zuzuhören und das zu erleben, wie er das präsentiert. Und ich freue mich jetzt, dass wir das hier auch in der virtuellen Umgebung machen. Und Alexander, ich sage noch ganz kurz was zu dir. Du bist quasi privater und professioneller Screenreader-Nutzer. Du arbeitest beim BIT-Zentrum in München, eine Abteilung des Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbundes. Und du testest barrierefreie Dokumente. Und du bist aber noch viel mehr. Du bist auch gelernter Slawist. Also du hast wirklich so ein Sprachgefühl und auch einen Sprachwitz. Werden wir nachher auch noch irgendwie erleben dürfen. Und du bist auch der Vorsitzende des Katholischen Blindenbundes und auch für blinde Flüchtlinge aus der Ukraine sehr engagiert, richtig? Also du hast ganz viele, jetzt habe ich nur ein paar Dinge von denen, was ich von dir weiß. Genau. Ja, so, herzlichen Dank für diese einführenden Worte. Ja, tatsächlich privat und beruflich mit Screenreadern unterwegs, beziehungsweise geht gar nicht anders in meinem Fall. Ich bin seit meiner Geburt blind, deswegen ist auch für mich die Brailleschrift die Primärschrift, die erste erworbene Schrift, und deswegen nutze ich sie auch im digitalen Raum und im digitalen Zeitalter, da ich nämlich auch eine Braillezeile, ein Braille-Display am PC immer angeschlossen habe und sehr oft auch mit Smartphones und Tablets auch damit unterwegs bin. Vielleicht kann ich nachher mal auch da die Kamera drauf halten, für die das nicht kennen, oder so ein Gerätchen auch zeigen. Ja, und bin demnächst werden es 10 Jahre, im Juli werden es genau 10 Jahre, Mitarbeiter im BIT-Zentrum München, dem Zentrum für Beratung, Information und Textservice beim Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund e.V. Bin da so hingekommen, wie ganz oft Akademikerinnen und Akademiker mit Behinderung hinkommen, dass sie irgendwann in einem Selbsthilfebetrieb landen. Das ist also durchaus gängig, denn, das ist ja gesagt, Markus, eigentlich bin ich promovierter Slawist, das heißt Sprachwissenschaftler mit dem Schwerpunkt slawische Sprachen und deswegen zum Beispiel jetzt momentan auch in Sachen Ukraine sehr gefragt. Mhm. Sehr schön. Also ganz kurz noch zu Ask the Expert. Wir laden hier immer Experten ein rund um Dokumentbarrierefreiheit für die Community, damit die Community die Fragen stellen kann. Das heißt, das werden wir auch heute so machen. Wir werden einen kurzen Teil eine Einführung haben oder Alexander wird einführen, mal zeigen, wie er mit Dokumenten umgeht, mit Word-Dokumenten, PDF-Dokumenten, worauf es ankommt. Und dann habt ihr alle die Möglichkeit, also ich werde alle hier mit einem professionellen Du ansprechen, das macht es jetzt irgendwie ein bisschen einfacher. Dann werdet ihr alle die Möglichkeit haben, eure Fragen zu stellen. Ihr könnt auch jetzt schon Fragen stellen an Alexander in den Chat. Schreibt es in den Chat. Mirjam wird sammeln, sortieren und wir werden immer wieder auf diese Fragen zurückkommen, weil es ist so, und das weiß ich auch von Alexander, er hat mir mal gesagt, oh, ich liebe es, die Mythen irgendwie zu widerlegen, die kaputt zu machen, weil es kursiert sehr viel Halbwissen oder Nichtwissen in Bezug auf barrierefreie Dokumente und Screenreader-Nutzer. Und da wollen wir ein bisschen dran kratzen, ein paar Dinge vielleicht zertrümmern, die so falsch hier irgendwo kursieren. Und da freuen wir uns drauf. Genau.
Also stellt eure Fragen, wir sammeln die und wir werden versuchen, möglichst alle denn dazu beantworten. Zur Einführung jetzt, Alexander, gebe ich das Wort jetzt an dich, dass du uns mal zeigst, Moment, also stell mal kurz vor, wie ist dein Setting mit dem Screenreader, wie navigierst du, worauf kommt es an, jetzt anhand von diesem Word-Dokument als Einstieg. Ja, zunächst einmal aber von mir auch ganz herzlichen Dank, liebe Miriam, für das Betrachten des Chats, denn das ist etwas, was mich als Screenreader-User, also Stichwort Equal Access, natürlich, das ist der Anspruch und das ist auch richtig so, dass es der Anspruch ist. Aber das führt mich oft in eine stressige Situation, wenn der Screenreader Text vorliest und zwischendurch kommt dann eine Meldung in den Chat, die wird mir je nach Konferenztool vorgelesen. Hier in Teams ist es normalerweise so, ich kriege da nur eine Meldung, du hast einen neuen Chat-Eintrag, dann muss ich den Chat öffnen, dann muss ich irgendwie wieder zurück mit Alt-Tab oder sonst irgendwie. Und es wird wahnsinnig anstrengend. Ist auch neulich ein Umfrageergebnis gewesen, Studienergebnis. Alles Mögliche funktioniert inzwischen wunderbar im digitalen Raum, aber wenn blinde Menschen gleichzeitig einen Chat mitverfolgen sollen, während sie Wortbeiträge entweder selber erteilen oder zuhören, dann wird es sehr, sehr schwierig. Insofern, also dafür auch ganz herzlichen Dank. Nur Alexander, ganz ja. kurz, mir geht es auch so. Also ich kann auch nicht reden und auf den Chat gucken gleichzeitig. Das geht nur. Meine Frau sagt immer, das liegt daran, dass ich Mann bin, aber gut, weiß ich nicht. Sag nichts dazu. Da freuen wir uns ja, dass wir da miteinander arbeiten, nicht genau. einer alles tun muss. Genau. Ja, ich bin jetzt momentan in so einer Situation wie ganz oft. Stichwort Multitasking, also es sind mehrere Fenster offen hier und Windows 11 ist am Laufen. Microsoft Office in der Abo-Version, Microsoft 365 in der gerade aktuellen Version. Und momentan läuft hier der Screenreader JAWS. Das ist zwar irgendwie ein Eigenname geworden, JAWS, und hat auch diesen Hai als irgendwie Logo-Tier, aber eigentlich ist JAWS ein Akronym, heißt Job Access with Speech. Und natürlich inzwischen nicht nur with Speech, sondern auch with Braille. Auch die Braille-Schrift ist dabei, aber hauptsächlich natürlich Sprache. Die allermeisten blinden Menschen sind ja auch später mal erblindet. Viele beherrschen Braille gar nicht. Deswegen ist also Sprache da an der Stelle sehr wichtig. Und dieser Screenreader läuft und gleichzeitig läuft bei mir schon momentan Word. Es sind 2 Dokumente offen. Stichwort Mythen kaputt machen. Ja, das mache ich natürlich sehr gern, aber das wird heute nur ein kleiner Teil sein oder je nachdem auch, was an Fragen reinkommt, an Anliegen. Und dennoch steige ich ganz gern jetzt ein mit einem Thema, das besonders wichtig ist. Es werden oft Informationen dargestellt in Form von Tabellen. Also ich steige jetzt gerade auch tatsächlich mit einem Beispiel ein, tabellarische Darstellung von Inhalten, von Zahlen, Daten und Fakten in Word-Dokumenten. Das kann man auf unterschiedliche Weise realisieren. Entweder mit einem Rückgriff auf das Schreibmaschinenzeitalter, indem man also einfach tippt und die Tabulator-Taste drückt und das so oft, bis die Sache optisch, visuell irgendwie so untereinander und nebeneinander passt. Da hätte dann die Textverarbeitung quasi etwas aus der früheren Zeit, wo man Tabulatoren setzen musste an den Schreibmaschinen, wer das noch kennt. Das kann man in der Textverarbeitung auch, aber das ist eigentlich nur noch deswegen da, weil es halt manche vielleicht gerne noch so tun würden. Barrierefrei ist das nicht, denn so eine nur durch Tabulatoren oder durch irgendwie viele Leerzeichen am Stück generierte Tabelle, da habe ich dann gar keine Chance. Ich muss mir dann immer die ganze Zeile anhören. Ich habe keine Chance, irgendwie spaltenweise zu navigieren. Das kann ich nur, wenn es eine echte Tabelle ist. Ja, aber auch da müssen Voraussetzungen erfüllt sein. Ich habe jetzt eine Tabelle offen, die ist, würde ich mal sagen, ja, ist schon mal irgendwie gut angefangen, aber nicht zu Ende konzipiert. Ich navigiere jetzt in dieser Tabelle einmal in eine der Spalten und dann hören wir, was passiert. Spalte 2 ohne Titel. 8.000,00 Euro, 60.000 Euro, 13.224 Euro und 96 Cent, 16.355 Euro und ja, und so weiter. Und das ist jetzt nicht etwa eine ganze Spalte nach unten gelesen mit einem Screenreader-Kommando, was ich auch könnte. Ich könnte sagen, lese die ganze Spalte einfach runter. Sondern das passiert mir, wenn ich in eine Zelle navigiere, innerhalb dieser Tabelle. Also ein Kästchen, da werden mir jetzt alle möglichen Eurobeträge vorgelesen. Ich navigiere von hier aus eine Spalte nach links. Bezirke.
Ebene erster Bindestrich Aufzählungszeichen Mittelfranken Aufzählungszeichen Oberbayern Aufzählungszeichen Oberfranken Ja, und so weiter. Und das ist auch eine Tabellenzelle. Und auf die Weise kriege ich schon mit, was hier passiert ist. Das kriege ich übrigens auch mit, wenn ich so navigiere mit der Tab-Taste. Das kann man ja in Word so schön machen, mit der Tabulator-Taste von einer Zelle zur nächsten navigieren. Vorteil ist, dann ist gleich die ganze Zelle markiert. Man kann deren Inhalt vielleicht überschreiben, neu setzen. Und wenn ich das jetzt hier mache, ich drücke einmal Tab. Ebene 0 8.000,00 Euro 60.000 Euro 13. Also da ist jetzt alles markiert und einem versierten sehenden Nutzer, einer Nutzerin würde jetzt auffallen, aha, also jetzt, es ist nicht nur eine Information markiert, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern das Ganze. Hier ist also die Tabelle nicht korrekt gebaut. Eigentlich müsste jede Zeile, wir haben ja hier Geldbeträge, die sich irgendwie Regierungsbezirken in Bayern zuordnen, zueinander in Beziehung gesetzt. Visuell passt es wahrscheinlich auch. Das wurde nämlich realisiert, indem man einfach über die Enter-Taste gedrückt hat. Neue Zeile, neuer Absatz, genau genommen sogar im Textverarbeitungsspeak gesprochen. Und rechts daneben jeweils eben auch wieder, so dass es zueinander stimmt. Richtig geht es aber anders. Ich wechsle die Tabelle. Tabelle 1. Oberbayern. So, jetzt sind wir in einer Tabelle, wie das eigentlich den Regeln der Kunst entspricht, wo jedes Quäntchen Datenmaterial eine Tabellenzelle hat. Das kann man mit der Tab-Taste ganz leicht feststellen. 60.000,00 Euro. Oberfranken. 13.224,96 Euro. Da navigiere ich jetzt mit Tab, hat den kleinen Vorteil oder Nachteil, je nachdem, wie man sieht. Der Zelleninhalt ist gleich markiert, da muss man dann immer sich davor hüten, versehentlichen Text einzugeben, sonst ist nämlich der markierte Text sofort weg. Im Microsoft-Sprech heißt es dann Eingabe ersetzt Auswahl. Also eingegebener Text löscht sofort den markierten und ersetzt ihn. Deswegen navigiere ich gar nicht so gern mit Tab durch Tabellen. Das ist zwar etwas, was blinde Menschen immer ganz gern tun, naja, mit Tab, dann komme ich immer in die nächste Zelle, aber das ist eben so ein bisschen gefährlich. Ich mache das lieber mit einem Screenreader-Befehl und der hat auch den Vorteil, er liest mir jetzt gleich immer vor, in welcher Zeile und Spalte ich bin. Nämlich so. Vorjahr. 13.586,25 Euro. So, und dann eins tiefer gehe ich hier mal. Unterfranken. 16.403,97 Euro. Er sagt jetzt nicht Spalte wie viel von wie viel, das zeigt er mir nur gerade in Brei an, da müsste ich noch was umstellen. Reihe 5, Spalte 3 und, ihr habt es gehört, mit dazu wurde jetzt vorgelesen Unterfranken. Das ist sozusagen der, ja, Reihentitel. Das ist einfach die Zelle ganz links in der Spalte 1, die wird mir immer mit vorgelesen. Ich kann senkrecht abwärts navigieren oder aufwärts. Oberpfalz. 7.000,00 Euro. Und das funktioniert nur, weil diese Tabelle hier richtig gebaut ist. Es gibt so einen Mythos, Stichwort Mythen. Tabellen sind ganz, ganz schwierig für blinde Menschen, weil da können sie sich nicht so gut orientieren drin. Aber dieses Beispiel sollte gezeigt haben, wenn die Tabellen richtig strukturiert, konstruiert, richtig gebaut sind, dann sind Tabellen ideal, denn ich kann in eine bestimmte Zeile, in eine bestimmte Spalte gehen, ich kann in einer Spalte bleiben, hier zum Beispiel Vorjahr und ich will mich daran pirschen an den richtigen Eintrag. Das könnte ich jetzt nicht ohne weiteres, wenn es einfach Zeilen wären, dann müsste ich nämlich mir einfach immer alles durchlesen oder in Braille einfach alles lesen am Stück und darauf warten, bis ich irgendwann mal die richtige Zahl habe. Aber hier kann ich das ganz gezielt ansteuern. Insofern, Tabellen sind was Gutes, aber nur, wenn es die richtigen sind. Alexander, gilt ja jetzt, das ist eine relativ einfach gestrickte Tabelle. Ich glaube, das gilt auch für kompliziertere Tabellen. Ich weiß zum Beispiel, so ein Mythos, den Word selber fördert, ist ja, vermeide verbundene Zellen in Tabellen. Und das ist halt einfach, wenn wir beispielsweise in einem PDF-Format Tabellen haben, aber gar kein Problem. Also haben Screenreader-Nutzer Probleme mit verbundenen Zellen per se oder wie sieht es da aus? Screenreader-Nutzer sind vielleicht höchstens ein bisschen irritiert bei verbundenen Zellen, weil wenn ich so navigiere, wie jetzt gerade gezeigt, dann kann ich ja mit so einer Tastenkombination links, rechts, rauf und runter mich bewegen. Und an einer Stelle, wo die Zellen verbunden sind, wenn das vielleicht eine einzige Spalte ist, weil die quer rüber die Überschrift für alles enthält, was dann drunter kommt, dann ist an der Stelle die Spaltenanzahl 1.
und drücke ich dort links oder rechts, passiert halt nichts, weil es ja nicht geht, weil ich ja in einer Zeile bin, wo die Spaltenanzahl 1 ist und dann sagt er hier Spaltenende und ich drücke links, sagt er Spaltenanfang. Ich drücke nach rechts, Spaltenende, komisch, ich komme da nicht weiter. Das mag dann eine Irritation sein, aber das ist keine Barriere, sondern wenn ich vorher aufmerksam zugehört habe, hat der Screen wieder gesagt, Spaltenanzahl jetzt 1 oder hat vielleicht gesagt, verbundene Zellen A bis E oder so etwas. Und gerade in Excel begegnet sowas auch dauernd. Dann ist das völlig in Ordnung. Mhm. Und Alexander, wie gehst du in der Regel vor, wenn du jetzt, sagen wir mal, ich weiß nicht, wann hast du zuletzt ein PDF genutzt? Wahrscheinlich heute oder gestern oder? Zuletzt PDF, ja, das wird vielleicht so eine Stunde her sein. Okay. Und wie bist du da vorgegangen, also dieses PDF zu konsumieren? Ja, der Start ist eigentlich immer. Sprache auf Abruf. So, der Start ist eigentlich immer, dass ich so ein PDF öffne und bei dieser Gelegenheit kriege ich irgendwie eine Information. Es dauert meistens etwas nach dem Öffnen des PDF-Dokuments, bis es dann auch da ist. Dann kriege ich die Informationen, das hat so und so viel Überschriften und Links. Jedenfalls, wenn es ein getagtes, ein barrierefreies, ein gut zugängliches PDF ist. Wenn nicht, dann kriege ich irgendeine Mitteilung, dieses Dokument könnte möglicherweise keine solchen Strukturmerkmale enthalten und dann werde ich gefragt, wie ich das lesen möchte. Und dann muss ich mich also entscheiden. Ich kann jetzt etwa unseren eigenen Flyer nehmen aus dem BIT-Zentrum München in einer Fassung, wie sie noch nicht ganz, wie sie noch ohne Tags ist, wie vielleicht von irgendeinem Grafiker kommt, das noch nicht zu Ende bearbeitet hat. Vollsprache. Öffne dieses Dokument. Und dann kommt auch schon die 02 Meldung. WWSB Bitflyer 2019 ohne Tags. Jawohl. PDF Adobe Acrobat Reader 64 Bit. Gesamtes Dokument lesen, Auswahlschalter aktiviert. Da kommt jetzt so ein Fenster, irgendwie heißt es, Dokument wird wegen Barrierefreiheit vorgelesen oder irgendeine abseitige Formulierung. Und ich sage, ja, okay, gesamtes Dokument lesen, das machen wir. Ich habe auch dann noch so 2 andere Optionen. Manchmal hilft es bei so bestimmten PDFs, die bei so bestimmten Online-Magazinen habe ich schon erlebt, Zeitschriften oder so, da wähle ich dann diese hier. Das Dokument nicht vorlesen, nur momentan sichtbar. Gesamtes 2 von 3. Lesen und dann die Option. Leserichtung, Ausklägerabliste. Leserichtung aus Dokument ableiten. Das ist die empfohlene Einstellung. Manchmal hilft dann aber eher diese hier. Leserichtung in Druckdatenstrom verwenden. Das fällt mir auf, besonders bei so, ja, wie gesagt, irgendwelchen Zeitschriften, E-Papers oder so. Wenn sie nicht getaggt sind, dann wähle ich gerne mal die Option da, in Druckdatenstrom verwenden. Aber sagen wir mal links nach rechts. Leserichtung, verlasse Tabelle, Feld suchen, Eingabefeld. Leer. 02 WWS. Das wird jetzt einen Moment dauern, bis das aufgebaut ist, nehme ich an. Und jetzt habe ich das nicht genau mitbekommen. Woher weißt du jetzt, dass dieses Dokument verlässlich ist, dass es Tags hat oder woher hast du diese Information jetzt gerade genommen? Ja, die Information, also dass es keine Tags hat, habe ich erfahren. Ich mache es hier gerade nochmal auf. Das ist diese Meldung, wenn die kommt. Gesamtes Dokument lesen, auf 2 von 3. Und diese Leserichtung mir vorgeschlagen wird, dass ich die empfohlene nehmen soll oder eine andere, das kommt nur, wenn das Dokument ungetaggt ist. Okay. Jedenfalls ist das die Standardeinstellung. Verstehe. Ich kann natürlich sagen, ich will nie die Tags auswerten, aber das wäre eigentlich quasi ein Eigentor. Und immer wenn diese Meldung hier kommt, weiß ich, 02. Also das Dokument ist vielleicht lesbar einigermaßen. Hilfsmittel. Aber es wird jedenfalls, ich habe jetzt zum Beispiel keine Möglichkeit zu sagen, ja, wo fängt denn hier, gibt es ein Vorwort, gibt es irgendwelche Kapitel? Denn wenn ich jetzt sage, geh zur nächsten Überschrift, dann kriege ich die Meldung. Keine Überschriften. Oh, weil ich sage, ich schau mal, gibt es vielleicht in Flyern, gibt es ja oft irgendwelche nummerierten Listen oder auch unnummerierte Aufzählungen. Keine Listen. Keine Listen, sagt mir der Screen wieder. Wenn ich sage, Flyer gibt es vielleicht viele Grafiken, Bilder oder so, ich hangel mich mal von Bild zu Bild, dann kriege ich Hilfsmittelberatung, Grafik. Ja, da ist zwar irgendwas, aber auch keine richtig schöne Bildbeschreibung, kein schöner Alternativtext. 11 Grafik. Hier ist eine unbezeichnete Grafik, die kriegt irgendwie den Wert 11. Da steht also jetzt einfach nur Bild 11. 19 Grafik. Und so weiter.
Ich muss Mhm. also jetzt einfach Text lesen und ich kann jetzt einfach irgendwie zeilenweise Unter der Telefonnummer 0891 Ähm, 437 und so weiter, da kann ich jetzt Text lesen. Da geht es hier um diesen Bit-Teleservice zum Beispiel. mhm. leer. Aber ich habe keine Möglichkeit, die Struktur anhand von so Merkmalen ausfindig zu machen, sondern ich muss jetzt einfach lesen und hoffen, dass ich die gewünschte Information finde oder kann auch mal die Volltextsuche bemühen, natürlich, die es ja auch immer gibt, Mhm. ne, so Mhm. Steuerung F. Aber ich habe keine Möglichkeit zu sagen, hier fängt mit Sicherheit der Text an. Das erschließt sich dann vielleicht aus dem Kontext. Mhm. Darf ich Du ganz hast, kurz unterbrechen? ja? Wir haben eine Frage im Chat, ich glaube, die ist ganz schön wichtig fürs Verständnis. Ulrich Bayer fragt, was sind Tags in PDF? Sind diese für uns unsichtbar? Unsichtbar sind sie nicht, aber da, Markus, kannst du sicher mehr dazu sagen. Mhm. Wer nur den Acrobat Reader hat, nur den PDF-Betrachter und da in die Dokumenteigenschaften geht, der wird nur feststellen, ob ein PDF Tags hat oder nicht. Keine Ja, Lesezeichen. und Tags sind, ja, ich sage jetzt mal so, Merkmale. Das ist etwas Ähnliches wie, also in so einer Textverarbeitung in Word und Co. Da kann man zum Beispiel mit Formatvorlagen arbeiten. Muss man eigentlich auch, soll man auch, ist ganz wichtig, um zum Beispiel zu sagen, so, dieser Absatz, dieser Text hier ist eine Überschrift oder dieser Text hier ist ein Spiegelstrich, Teil von einer Aufzählung oder er ist der Punkt erstens von einer längeren nummerierten Liste. Und das, wenn ins PDF-Format exportiert wird, dann wird es dort vermerkt, da wird nicht nur der Text exportiert und nicht nur die Schrift und nicht nur die Schriftart und so, sondern all diese kleinen Etiketten, die mitteilen, dieses Stückchen Text ist nämlich gleichzeitig so ein Listeneintrag. Und diese kleinen Merkmale, das sind die Tags. Und nur mit einem professionellen PDF-Editor, wie zum Beispiel dem Acrobat Professional, kann man die auch zu Gesicht bekommen. Da sieht man dann diesen Tagbaum, also die Struktur, dass zum Beispiel etwas eine Überschrift Ebene 1 ist und drunter eine Ebene 2 und so, dass eine Liste da ist, die vielleicht sogar Verschachtelungen hat, also innerhalb der Liste sich nochmal eine befindet und das gleiche auch mit Tabellen und so. Also diese ganze Verzweigungsgeschichte da, die kann man eigentlich nur mit PDF-Editoren sehen. Sonst kriegt man höchstens mit, gibt es Tags oder gibt es keine. Und ich als Screenreader-User kriege es natürlich auch ohne weiteres mit. Mhm. Ich würde sogar sagen, Alexander, dass sie schon unsichtbar sind. Zumindest für den, sagen wir mal, sehenden Durchschnittsnutzer sind die unsichtbar, weil ein barrierefreies PDF, das sieht man dem Dokument nicht an auf den ersten Blick. Und wie du schön gesagt hast, es gibt Tools, um die sichtbar zu machen. Und du kriegst es ja relativ schnell mit, weil bei dir wird ja vorgelesen auf Basis der Tags. Das heißt, die Inhalte bekommst du auf Basis der Tags vermittelt. Und die Tags sind verantwortlich, dass die Inhalte richtig markiert sind, dass du zum Beispiel diese Zusatzinformationen bekommst zu den einzelnen Rollen der Elemente. Ist es eine Überschrift? Habe ich hier ein Bild mit Alternativtext? Ist es ein Link? Ist es ein Zitat? Und wer das mal selber ausprobieren möchte, der kann das zum Beispiel, es gibt auch solche Gratis-Tools, sehr gängig ist zum Beispiel der PAC 2021. Dort gibt es auch so eine Screen-Wiedervorschau. Man kann sowohl sich die Struktur anzeigen lassen, die Tags, als auch eine bunte Screen-Wiedervorschau, wie Alexander das vorgelesen bekommen würde. Ja, wenn er sich das so anhören würde, das, was wir hier direkt vorführen. Ich hau das einfach mal ganz kurz in den Chat. Wer dieses Tool mal ausprobieren möchte, der kann sich das nämlich kostenlos runterladen, Pack von der PDFOA Foundation und dort mal ausprobieren, wie seine PDFs dann aussehen, ob die Tags haben oder nicht. Das kann jeder Laie damit sehr schnell überprüfen. Genau. Genau, und Tags sind an sich eben unsichtbar. Das barrierefreie PDF sollte sich eigentlich im Aussehen gar nicht unterscheiden. Ich öffne jetzt unseren Bitflyer in der mit diesen Merkmalen, mit diesen Tags versehenen Fassung. Mhm. Da kriegen wir schon mal Bitflyer diese Meldung Dokument. gar nicht. 12 Überschriften und 4 Links. Sondern wir sind gleich im Dokument. Der hat mich jetzt nicht irgendwie gefragt, ja, wie willst du das überhaupt vorgelesen kriegen? Das heißt, wir gleich geöffnet. Das Dokument hat 12 Überschriften und 4 Links, hat er gesagt. Jetzt habe ich als Screenreader-User verschiedene Möglichkeiten. Das wird gemacht, um ja, das zu kompensieren. Ich kann ja als blinder Mensch jetzt nicht so ohne weiteres sagen, ich überfliege mal den Text, ich mache mal irgendwie querlesend und so. Es ist nicht so einfach. Und um das ein bisschen auszugleichen, dass es das so nicht gibt, wie das sehende Auge kann, so einen Text mal abscannen nach irgendwas, haben wir so verschiedene
Hilfsmittel, wie zum Beispiel eine Liste aller Überschriften, die ich so auf einmal Mhm. aufklappen kann. Liste der Überschriften Dialogfeld. Ja, und dann haben wir hier, das ist dann wie so eine Art kleines Inhaltsverzeichnis, wo ich auch direkt eine bestimmte Stelle ansurfen kann. Das Bitzentrum 2. 2, damit ist Individueller Textservice 2. Folgende Formate bieten wir an. 3. die Zahl, die da dahinter steht und gesagt wird, das ist die Ebene innerhalb dieser Überschriftenhierarchie. Und so gibt es eben zum Beispiel die Überschriftenliste. Es gibt eine Linkliste genauso. Und Alexander, ich verstehe das richtig, diese Listen, diese Übersichtslisten, die du dir ausgeben lassen kannst für Überschriften oder für Listen oder für Links, die funktionieren nur, wenn das PDF auch richtig getaggt ist. Genau, ansonsten liefern sie einfach die Meldung, wie es vorher auch schon mal geheißen hat, keine Überschriften, keine Listen, keine Links. Ich kann diese Listen konsultieren, diese Übersichten. Ich kann aber auch einfach im Text bleiben und so einen Tastaturbefehl geben, gehe zur nächsten Überschrift oder zum Beispiel gehe zur nächsten Grafik, was manchmal, wie gesagt, auch interessant ist. Logo WBSB Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund e.V. Grafik. So, jetzt haben wir nicht bloß irgendwie, Text in Blindenschrift, Bitgrafik. also der Text, Bit, das Wort oder die Abkürzung BIT, sind hier in Blindenschrift, in Brailleschrift. Das ist im Alternativtext zu diesem Bild hinterlegt, also in einem beschreibenden Text, den eine Grafik auch immer haben muss. Das Ganze barrierefrei sein soll. Jetzt ist es so, an für sich machen wir diese ganze Inklusionsgeschichte und barrierefreie Dokumente, digitale Barrierefreiheit auf Basis des gleichwertigen Zugangs. Wir wollen letztendlich, dass jeder einen gleichwertigen Zugang zu Informationen hat. Und gleichwertiger Zugang heißt ja auch, dass du gleich schnell bist, dass du vielleicht gleich produktiv bist, dass du auch querlesen kannst, so wie du es gerade gezeigt hast mit anhand der Überschriften und so weiter. Mich würde jetzt interessieren, es hat ja auch sehr viel mit Zuverlässigkeit zu tun. Woher weißt du denn, ob ein Dokument zuverlässig ist, ob es vollständig ist, also ob du dem vertrauen kannst oder ob du es eher mit Kraut und Rüben zu tun hast und der Verdacht naheliegt, dass dir da wesentliche Informationen vorenthalten werden? Also wenn wir gerade beim Beispiel PDF bleiben, dann ist so ein Indikator, so ein Anhaltspunkt für die Zuverlässigkeit eines Dokuments tatsächlich dieser Hinweis beim Öffnen, wenn da mir gleich da irgendwie mitgeteilt wird, es hat so und so viele Überschriften und so viele Links, dann ist es schon mal sehr wahrscheinlich, dass dieses Dokument, sag mal, zuverlässig ist, dass ich alles wahrnehmen kann, was jetzt jemand ohne Sehbehinderung oder Blindheit auch wird wahrnehmen können, dass also alles drinsteckt, dass mir nichts vorenthalten wird an Informationen, dass also zum Beispiel auch Bilder beschrieben sind, dass nicht plötzlich irgendwie Text fehlt, weil das vielleicht in Form eines Bildes eingefügt ist, ja, zum Beispiel irgendein Zeitungsartikel, den man einfach einscannt und irgendwie reinklebt, quasi digital, und dann nicht beschreibt, sondern dass wirklich alles da ist. Wenn sowas da ist, so eine Struktur mit Überschriften, mit Listen und so, dann kann ich davon ausgehen, hundertprozentig sicher sein, ja, kann ich mir wahrscheinlich nicht immer. Also es könnte dann immer noch sein, dass solche Dinge existieren. Manchmal, ja, das sind aber wirklich exotische Fälle, wo es das gibt, wo mir so ein PDF erstmal so daherkommt, als wäre das alles in Ordnung. Und dann stelle ich fest, das trifft nur für einen Teil des Dokuments zu. Ich hatte da mal so ein mehrere 100 Seiten starkes Philosophiebuch. Das war ein E-Book, allerdings also in Form eines PDF. Und das Interessante war, die ersten 3, 4 Seiten waren völlig in Ordnung. Das war so Impressum und Verlagsangaben und so. Und der ganze Rest, der eigentliche Buchblock, der war eingescannt. Das war einfach ein Scan des gedruckten Buches. Vielleicht hatte man die digitale Fassung irgendwie nicht parat oder was war irgendwie aus irgendwelchen anderen Gründen einfacher. Vielleicht hat man sich auch gedacht, das ist ein guter Kopierschutz. Keine Ahnung. Jedenfalls die fast 600 Seiten waren für mich so nicht zugänglich. Die musste ich dann durch die immer sehr fehleranfällige OCR, also Zeichenerkennung, als hätte ich selber auf den Scanner gelegt, dann einlesen. Sowas kann passieren. Das sind aber wirklich so ganz rare Fälle, wo es so ein Hybrid gibt, ja, dass vorne ein paar Seiten super sind, barrierefrei gestaltet und der Text dann aber nicht da ist. Also das heißt,
kann vorkommen, aber meistens sind dann so, entweder merkst du es gleich von vornherein, dass es schlecht ist, oder wenn es gut wirkt von Anfang an, dass es sich dann auch durchzieht durch das Dokument. Genau, das ist normalerweise so. Und ja, interessanterweise, das, was wir jetzt auch so gehört haben, beim Öffnen des Dokuments kommt so eine Meldung, dieses Ding hat 12 Überschriften und 4 Links und so, und dass ich zu einer Grafik springen kann, dass, wenn es Tabellen gibt, ich die auch so auslesen kann. Da fühlt sich ein PDF-Dokument für mich gleich an, wenn es barrierefrei ist, wie eine barrierefreie Webseite. Es sind auch die gleichen Tastenkürzel. Auch da, wenn ich eine Internetseite aufrufe, kriege ich auch so eine Meldung, hat so und so viele Überschriften und Links. Und das geht sogar so weit, dass, wenn ich einen Hilfetext aufrufe vom Screenreader, dann kommt eine Meldung, die mir beschreibt, was ich da alles damit tun kann. Und in der Meldung steht irgendwo dann auch, Sie befinden sich gerade in einem HTML- oder PDF-Dokument. So als würde der Screenreader gar nicht so genau wissen, aber er teilt es mir deswegen so mit, weil die Herangehensweise, also die Benutzererfahrung ist eigentlich die gleiche. Auch sehr schöner Mythos, der immer noch kursiert, dass PDFs schlechter wären von der Navigierbarkeit, von der Nutzbarkeit als HTML, als Webseiten. Und da sieht man schon, dass die Screenreader selber schon gar nicht mehr den Unterschied machen, sondern wenn die Struktur vorhanden ist und HTML und PDF barrierefrei umgesetzt sind, dann ist es sehr vergleichbar von der User Experience. Sehr schönes Beispiel. Es ist sehr vergleichbar. Der Mythos hält sich wahrscheinlich deswegen so hartnäckig, weil jahrelang das barrierefreie PDF sozusagen die blaue Mauritius der IT war für uns irgendwie. Also kam ganz, ganz selten vor, sowas. Ja. Und PDF war immer schon so, ich habe ja, also vor 10, 15 Jahren habe ich schon ab und zu gesagt, also PDF, das ist die Abkürzung für Pfui-Teufel-Format. Also ganz, ganz schlecht, weil fast kein PDF gescheit lesbar ist. Hat sich längst total geändert. Also es gibt viele barrierefreie PDFs, es werden immer mehr. Es gibt natürlich die anderen immer noch. Und es mag da oder dort einzelne Elemente geben. Das liegt aber eher daran, dass da die Zusammenarbeit zwischen PDF-Betrachter und Screenreader nicht so richtig, so ganz zur Perfektion gekommen ist, dass so bestimmte Dinge nicht ausgegeben werden. Ich kriege bestimmte Dinge mit dem Screenreader vielleicht nicht so mit, sei es, wenn etwas zum Beispiel ein Zitat ist und als solches auch gekennzeichnet ist oder als Notiz, wie das in einem HTML-Dokument wäre. Dort ist es mir zugänglicher. Ja, oder irgendwie die Akronyme, Auflösung von Akronymen und so etwas. Da gibt es noch so ein paar Details, aber im Großen und Ganzen ist es absolut das gleiche Look and Feel für mich oder Sound and Feel, ja. Sehr schön. Jetzt haben wir hier das Beispiel mit diesem Flyer. Wir hatten auch, ich habe so mit einem halben Auge doch in den Chat gelugt und da war so eine Frage zu diesem Flyer, weil die Titelseite hier ja gar nicht am Anfang steht, also ganz links, sondern die steht hier ganz rechts. Und da war die Frage genau, also die Struktur, die entspricht nicht immer dem Sichtbaren, also so wie man hier das sieht, sondern hier kommt wirklich die Titelseite als erstes im Tagbaum und wird auch als erstes vorgelesen. Also das ist der große Vorteil. Das ist der Vorteil, also das heißt, die Lesereihenfolge, die muss und die kann natürlich auch festgelegt werden. Es könnte ja sein, aus irgendwelchen Gründen, dass man das im Gedruckten ganz anders hat und man möchte aber dafür sorgen, dass also der Screenreader-User wirklich, dass dem das zuerst präsentiert wird, womit man eigentlich anfangen wird, normalerweise zu lesen. Und das ist wahrscheinlich auch ein Punkt, da könnte jetzt auch zum Beispiel der PDF Accessibility Checker, der PAC 2021, absolut überall grün melden, also sprich, alles ist tiptop in Ordnung. Aber die Lesereihenfolge, das muss eigentlich ein Mensch entscheiden, wie die am Ende sein soll und muss das auch wirklich selber dann taggen, also muss es mit den entsprechenden Tags versehen. Und jetzt haben wir noch, also hier, das ist natürlich ein Spezialfall mit so einem Flyer. Jetzt gehen wir, du hast vorher dieses 100-Seiten-Dokument erwähnt. Da gibt es auch ein paar Mythen. Zumindest müssen wir mal kurz dazu was sagen. Also große Dokumente, es heißt immer, hey, große Dokumente würden nicht funktionieren mit einem Screenreader. Man müsste sie zerteilen und dann in kleinen, verdaubaren Häppchen veröffentlichen. Was ist an diesem Mythos dran? Es ist ja so, mit diesen Mythen, das Schlimmste sind ja eigentlich gar nicht immer so die ganz glatten Lügen oder Mythen oder so, sondern das Gefährlichste ist immer so eine Halbwahrheit, weil irgendwas ist ja dran und dann denkt man sich, ja gut, also wenn irgendwas dran ist, dann wird es halt stimmen. Und mit diesem Mythos, ganz große Dokumente sind ganz schwierig.
das kommt eben auch daher, irgendein ganz kleines Körnchen Wahrheit ist insofern dran, als ein Screenreader, wenn er so ein PDF serviert bekommt, wenn ich ein PDF aufmache, das vielleicht ja, gedruckt 600, 700 Seiten A4 oder so wäre oder noch mehr, dann dauert das seine Zeit, bis das geöffnet ist. Wir hatten vorher dieses Fenster bei dem ungetagten PDF, da hat er mich gefragt, gesamtes Dokument lesen oder nur momentan sichtbare Seiten. Und nur wenn ich das gesamte Dokument lese, dann habe ich die Chance, zum Beispiel diese Überschriftenliste aufzumachen und festzustellen, vielleicht Dokument hat irgendwie 907 Überschriften, weil es so schön groß ist oder so. Das kann ich nur, wenn ich sage, gesamtes Dokument lesen. Aber wenn ich sage, gesamtes Dokument lesen, dann ist der Screenreader mit dem PDF vielleicht bei 600 Seiten A4 und vielen, vielen Überschriften schon 3-4 Minuten beschäftigt. Und dann hat er erst das ganze PDF geladen. Das ist wahrscheinlich kein Vergleich, wenn ihr so ein PDF mit Doppelklick oder auf dem Gerät mit Touchscreen mit antippen öffnet, dann ist das PDF halt da. Ein paar Sekunden mag es dauern, aber eigentlich ist es dann da und dann kann ich so durchscrollen. Bei so einem mehrere 100 Seiten starken Wälzer im PDF-Form dauert es bei mir schon mal 2-3 Minuten. Wenn es barrierefrei ist, eben erst recht. Dann wird nämlich dann alles auch schön analysiert. Das sind die Überschriften, das sind die unnummerierten und nummerierten Listen und so. Und dann ist es da. Und dann ist es aber auch problemlos da. Dann kann ich es auch wunderbar lesen und zu den entsprechenden Stellen springen. Ich habe ab und zu mal erlebt bei sehr großen Dokumenten, wo vielleicht die Dateigröße dann auch irgendwie mal 30, 40 Megabyte ist, weil vielleicht hochauflösende Bilder drin sind und so. Dann kommt es schon mal auch zu einem Programmabsturz, weil, wie gesagt, die Schnittstelle oder die Zusammenarbeit PDF-Betrachter, Screenreader, da glaube ich, das ist noch ein bisschen ausbaufähig. Da kann sowas dann schon mal im Einzelfall, aber in einem sehr speziellen Einzelfall vorkommen. Und meistens hat man davor schon irgendwie sehr viele Dokumente offen gehabt oder es sind gerade viele andere Tasks in Verwendung und so. Und dann behebt ein Neustart die Sache. Beim nächsten Mal geht es dann. Das ist ja die alte Informatikerweisheit. Wenn es nicht tut, hilft Reboot. Gut, Miriam, wir gucken mal. Gibt es ein paar Fragen von Teilnehmerinnen? Ja, es gibt ganz viele Fragen. Ich greife einfach mal ein paar raus. Ich glaube, nachher haben wir ein bisschen mehr Zeit noch für Fragen. Und zwar wird hier gefragt, wie es um dekorative Bilder steht, ob die keinen Mehrwert bieten fürs Verständnis vom Inhalt. Alexander, ob du aus Sicht eines Betroffenen denkst, dass es eine Erleichterung ist, wenn die eben als Artefakt markiert werden oder eher als Bevormundung angesehen wird. Das ist eine ganz wichtige und spannende Frage und das zeigt auch, dass es da den blinden Menschen gar nicht gibt. Ich glaube, da, wenn wir jetzt mal eine Umfrage machen würden in der Community, dann käme auch keine 100% Antwort, mit Sicherheit käme keine 100% Antwort raus, sondern vielleicht irgend so eine 70-30. Ich selber bin immer ganz froh, wenn solche Dinge dann auch durchaus mal ausgeblendet werden. Also ich hatte neulich ein Parteiprogramm in der Hand, ob das barrierefrei sei, im PDF, eine Entwurfsfassung. Und da gab es viele Bildchen, also Sonnenblumen gab es da und auch, ich weiß nicht, noch viele schöne Sachen, die sozusagen das Ganze verziert haben und die dafür gesorgt haben, dass das halt auch keine Bleiwüste ist und dass man vielleicht auch das gedruckte Exemplar auch sehr gern mit den Augen betrachtet. Da hätte ich es jetzt nicht schlimm gefunden, wenn die Artefakte gewesen wären und also man sie herausgenommen hätte. Das ist dekorativ, das ist schmückend, das ist schön, aber für mich kein Informationsgewinn. Ich weiß dann eben, dass die das gestalten, mit solchen Elementen arbeiten. Aber das kann sein, dass andere das anders sehen und vielleicht gerade jemand, und das ist ja die absolute Mehrheit, ich bin ja als Geburtsblinder in einer absoluten Minderheit in der Minderheit, jemand, der also später erblindet ist, sagt, ich will das doch wissen, ich will doch erfahren, wie man da heutzutage arbeitet und habe vielleicht früher sowas auch gern selber gesehen und gelesen und betrachtet, komme vielleicht aus diesem Bereich auch künstlerisch oder so und jetzt wird mir das vorenthalten. Das ist ja eine Frechheit. Also könnte man auch so sehen. Ich glaube, da kommen wir in den Bereich, wo sich auch nicht alles immer bis ins letzte Jota sozusagen bis zum letzten Strichlein normieren lässt, sondern da sind wir auch so ein bisschen im Bereich des Gestaltungsspielraums. Und wir hatten ja vorher schon erwähnt, gleichwertiger Zugang, so steht es ja auch im Gesetz, den wir bieten sollten. Und wenn da jetzt sich ein sehender und ein blinder Mensch
unterhalten und sagen, du, dieses Bild dort auf der Seite so und so, dann sollten ja beide die Möglichkeit haben zu wissen, dass dort ein Bild ist und vielleicht was dort zu sehen ist. Also deswegen, ich glaube, das hast du mal in einem anderen Gespräch gesagt, dass tendenziell du schon eher dafür wärst, dass Bilder als Inhalt zugänglich sind und dass dem Nutzer, der Nutzerin es selber überlassen ist, ob sie jetzt, wie detailliert sie das denn wahrnehmen oder lesen möchte, aber dass zumindest die Option besteht. Wenn ich wollte, kann ich das anspringen und mir vorlesen lassen. Stimmt das? Ja, genau, das ist auf jeden Fall so. Und ich habe ja die Möglichkeit, wenn ich merke, das ist jetzt wieder Grafik, vielleicht ist dann auch die Bildbeschreibung sehr ausführlich, das überspringe ich jetzt an der Stelle. Ne? Oder beim nächsten Mal springe ich es dann gezielt an. Das ist also sicher ein anderer Fall, als wenn das eben irgendwelche Girlanden oder so etwas ist, was wirklich schmückend ist, was wirklich nur das Drucklayout auflockern soll. Jetzt könnte man auch da sagen, ja, ich will aber die gleichwertige Wahrnehmung haben. Andererseits bremst mich die aber vielleicht dann doch wieder aus und verhindert, dass ich so schnell wie möglich, also mit dem Equal Access, dann auch wirklich an den Text herankomme, weil ja Screenreader, die müssen ja das alles aussprechen. Die meisten arbeiten ja mit Sprache als Zugang und dann dauert es seine Zeit, bis da diese Informationen da sind. Also noch stärker potenziert sich das ja dann bei zum Beispiel so im Bereich von Social Media oder so mit irgendwelchen Emojis oder so, wo ja wirklich jedes einzelne fast schon eine kleine Geschichte erzählt. Apropos Sprache, kurze Frage hier dazwischen, bevor wir noch zu den weiteren Fragen kommen, mit Sprachwechseln. Da gibt es ja auch so einen Mythos, es gibt die ganz Fleißigen, die jedes Wort, was ein bisschen fremdsprachlich ist, sofort auszeichnen als Englisch, Französisch oder sonst was. Wie sieht es aus? Hilft es? Oder was würdest du Sprache auf Abruf empfehlen? Das ist eine sehr gute Frage und wir sind wieder im Bereich der Gratwanderung. Das ist ja eigentlich spannend heute, dass wir heute dauernd irgendwie im Bereich der Gratwanderung sind. Da hatte ich vorher so ein schönes Beispiel unter den Fingern bzw. auf den Ohren. Die Aktion Mensch ist bekannt dafür, dass sie auf ihrer Website sehr intensiv damit arbeitet, alles auszuzeichnen. Und also wirklich jedes Wort irgendwie, das vielleicht aus einer Fremdsprache kommt oder so. Also sogar so Wörter wie Chance oder Engagement oder so etwas. Und das Problem dabei ist, Sprachausgaben machen dann dauernd Pausen dazwischen. Ja, da wechselt die Speech Synthesis hin und zurück und so weiter. Und das kann also wirklich entsprechend dauern. Ja, ich glaube, da könnten wir ein Beispiel haben. Integration ins Wohnumfeld, soziale Projekt, Gewinnabfrage, hat dein Los gewonnen. Dafür steht die Inklusion ist unsere Herzensangelegenheit, über uns über weniger Barrieren für mehr Inklusion. Besuchter Alexander, wir haben noch da haben wir einen. Link Inklusion. Alexander, wir haben noch den Bildschirm ist noch verdeckt durch diese Cookie-Abfrage. Ist das jetzt auch eine Barriere? Ja, genau. Okay. Manchmal sind die Cookies, diese Cookie-Abfragen auch gar nicht so schön mit der Tastatur erreichbar, aber hier ging es jetzt gut. Aber hier ist gleich nochmal eine Abfrage von der Aktion Mensch. Da kommt jetzt irgendein Chatbot. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, uns Feedback zu unserem Chatbot zu geben. Ich glaube, die sind schon nervig, solche Pop-up-Fenster, die einen den Inhalt versperren. Ja, und das hätte ich jetzt gar nicht mitbekommen zum Beispiel. Der Bundesliga-Reiseführer ist ein Kooperat. 3. Liga. So. Springe nach oben. Barrierefrei ins Stadion. Ein Stadionbesuch ist für viele Fußballfans Pflicht. Eine Person mit der Bundesliga, 3. Liga, barrierefrei für alle. Die App. Bundesliga-Reiseführer bietet allen Fans hilfreiche Informationen. Dazu wurde der Reiseführer... Das war jetzt interessant, weil das Wort Fans war jetzt hier nicht entsprechend ausgezeichnet. An einer anderen Stelle ist es dann wieder so. Und da heißt es dann nämlich auch, Pascal ist ein gehörloser Fan. Ja, genau. Der Borussia Dortmund. Und so ganz ewige Pausen. Und es gibt also so einen Hinweis, dass man sagt, also so Wörter, die ganz problemlos im Duden stehen, ja, wie der Fan und wie die Chance und wie das Engagement und so, die muss man bitte wirklich nicht auszeichnen. Das ist ja auch viel Arbeit, ganz nebenbei gesagt. Aber es bringt auch gar nicht so viel, denn mir ist es sowieso lieber,
Wenn die Sprachausgabe dann mal vielleicht das eher mit einem seltsamen deutschen Akzent ausspricht, also sowas wie Livestream, ne, im schlimmsten Fall, in Anführungszeichen, sagt sie dann Liebe-Stream, weil man es halt so schreibt. Ja, oder sie sagt nicht Gender-Mainstreaming, sondern Gender-Mainstreaming. Aber das ist mir dann lieber, da entstehen nicht dauernd Kunstpausen. Ich höre bei der Gelegenheit auch gleich, wie man es schreibt. Ich meine, Sprachausgaben machen dann oft auch ihr eigenes Ding. Sie überinterpretieren manchmal auch. Ich habe neulich irgendwo eine Sprachausgabe sagen hören, das hat er mir zwischen Tür und Angel gesagt. Also, zwischen Tür und Angel, ach, das ist süß. Das ist dann nämlich das andere, was passieren kann. Aber also dieses Auszeichnen, es gibt diese Technik, sie ist hochgradig sinnvoll und zwar an der Stelle, wo zum Beispiel ein fremdsprachliches Zitat eingeschoben ist in so einen Text. Ja, also wirklich ein ganzer Satz vielleicht in der Fremdsprache ist oder bei Eigennamen, die irgendwie mehrfach vorkommen, vielleicht in einem Text, wo man jetzt sagt, ich würde jetzt auch sicher gehen, dass der Screenreader-User das jetzt zum Beispiel auf Spanisch oder Portugiesisch hört oder so. Da kann man das schon machen. Aber wenn es bei jedem Wort ist, das lenkt irgendwie ab. Ne? Ich kriege dann dauernd wieder eine Pause und dann konzentriere ich mich fast schon eher auf die Screenreader-Spirenzchen hier anstatt auf den Inhalt. Gut. Ja, Mirjam, dann springen wir mal noch zu ein paar anderen Fragen. Ja, es kamen ganz viele Fragen. Auch hier greife ich einfach raus. Und zwar kam eine Frage, als wir noch im Word-Dokument waren. Wie sollten Titel in Acrobat Pro getaggt werden? Als Überschrift oder als Absatz? Und als zweite Frage, und ist im PDF eine zusätzliche Strukturierung durch Abschnitte in Klammern Sections sinnvoll? Das ist jetzt eine Frage, Markus, die würde ich, glaube ich, kann ich auch gut sozusagen, ja, nicht bloß im Dialog mit dir, sondern die kann ich dir direkt wieder zurückgeben. Das geht ja sehr technisch ins Detail. Ja. Da gibt es eigentlich aus der Sicht der Screenreader Zugänglichkeit, wie war die erste Frage, Überschrift oder wie soll ein Titel? Beim Titel, genau. Oder als Absatz. Also Überschrift oder Absatz der Titel. Genau. Also da, der Hintergrund ist ja so, dass es gibt in PDF UA1 noch keinen Title Tag, den wird es ab UA2 geben. Juhu. Und deswegen, die Frage ist dann immer noch, ob Screenreader, ich glaube, vorhin war auch mal die Frage, wenn wir sagen Screenreader, dann meinen wir solche Bildschirmleseprogramme, die wirklich strukturierte Inhalte lesen können. Das kann nicht jeder. Die typischen, du hast JAWS erwähnt, NVDA wäre ein anderer, der auch auf diese Strukturelemente geht. Es gibt integrierte Vorleseprogramme, wie beispielsweise in den Browsern selber oder auch im Adobe Reader selber, die nicht die Struktur auswerten und deswegen nur rein linear vorlesen können, wo man nicht navigieren kann. Aber jetzt zum Titel. Also natürlich, die Königsart ist immer, den Title Tag zu verwenden, jetzt schon, um es zukunftsfähig zu machen, das dann aber mit einem Absatz, also auf einen Absatz im Moment gemappt ist, sodass es in Zukunft wirklich, wenn der Title Tag unterstützt wird, auch als Titel vorgelesen wird. Nicht als Überschrift, weil die Überschriften eine ganz andere semantische Funktion haben. Es gibt so einen Trick immer, zu überlegen, Moment, würde ich das in mein Inhaltsverzeichnis schreiben, sollte das Teil meines Inhaltsverzeichnisses sein, dann kann man es zu einer Überschrift machen, mit einer Überschrift auszeichnen. Wenn es aber eine Überstruktur ist, wie der Titel, der das gesamte Dokument bezeichnet, dann wäre eine Überschriftmarkierung, also ein Überschriftentag, die falsche Wahl. Das nur so kurz als Randnotiz. Genau, das wäre so. Also pragmatisch wird es sicher oft so gemacht. Da macht man dann auch eine Überschrift 1, vielleicht ein bisschen in Anlehnung an. Man kann es aus dem Web, kann man das bei Wikis ganz schön sehen, Wikipedia zum Beispiel. Der Titel des Artikels ist zugleich auch ein H1, also eine Überschrift 1. Und die ganzen Hauptüberschriften, die sind dann halt allerdings 2. Ne? Muss ja irgendwie hierarchisch passen. Genau. Ja, es geht dann runter bis 6, je nachdem, also bei Bedarf. Ja, also wenn die Hierarchie stimmt, dann wäre das eine Kompromissgeschichte. Ja. Gut, nächste Frage, Mirjam. Welche Erfahrung hat Alexander denn mit anderen PDF-Dokumentbetrachtern wie Foxit oder PDF Exchange Viewer gemacht? Gibt es da Unterschiede bei der Screenreader-Ausgabe bzw. der
Kompatibilität? Ja, also wenn es eine Alternative zum Acrobat Reader sein soll oder vielleicht in bestimmten Umgebungen auch muss, das kann ja sein, dann arbeitet am ehesten noch der Foxit Reader, also wenn wir jetzt hier von Windows sprechen, mit Screenreader zusammen, ja. Mhm. Okay. Hat Alexander Erfahrung mit den nativ nicht digitalen Inhalten, Digitalisaten? Sind gegebenenfalls Unterschiede festzustellen, ob Scanbilder mit einer einfachen OCR oder mit einer OCR für Fortgeschrittene ausgestattet wurde? Wie geht es mit den Digitalisaten, die ohne OCR publiziert wurden? Lässt sich doch irgendwie hinkriegen? Fragezeichen. Genau, ja, das ist, lässt sich irgendwie hinkriegen. Wer also mit Digitalisaten viel arbeiten muss, bei mir ist das schon ein bisschen länger her, als ich promoviert habe und so weiter. Ich hatte also sehr oft mit Digitalisaten zu tun, aber das ist halt, wie gesagt, vor 15 Jahren gewesen oder vor 12 dann so am Ende. Da hat sich einiges getan, auch in der Zeichenerkennung. Das ist mittlerweile ganz ordentlich geworden. Was OCR immer noch nicht wirklich kann, es zwar redlich versucht, aber es nicht wirklich hinkriegt, das ist dann wirklich dem Dokument die Struktur zu geben anhand von Analysen und Ergebnissen der Analyse. Also zum Beispiel da, was jetzt Überschriften sind. Was sie meistens gut kann, das sind zum Beispiel Kopf- und Fußzeilen, dass dort dann vielleicht so Kapiteltitel und Seitenzahlen und sowas untergebracht sind. Das funktioniert oft ganz ordentlich. Manchmal sogar Fuß- und Endnoten. Aber gerade zum Beispiel Überschriften und auch welcher Ebene die sind, das funktioniert selten gut. Und die reine Texterkennungsquote ist mittlerweile, wenn der Text also einigermaßen auch, wenn jetzt auch ein Sehender Mühe hat, dann ist es ja auch schwierig. Aber es ist mittlerweile doch sehr, sehr gut. Auch bei irgendwelchen außergewöhnlichen Schriften. Gut, ein eigenes Thema sind dann Frakturschriften zum Beispiel. Wenn wir jetzt irgendwie Drucke des 19. Jahrhunderts nehmen oder so, da gibt es auch eine Spezial-OCR, den Fine Reader 19, in römischen Zahlen geschrieben, 19, steht fürs Jahrhundert, weil man damit Frakturschriften besonders gut lesen kann. Funktioniert recht ordentlich. Aber das ist also wirklich mit Digitalisaten arbeiten, also die großen Fabriken, die das machen, wie Google Books zum Beispiel. Ja, es ist eine Möglichkeit, an Text heranzukommen. Es ist noch weit entfernt von Equal Access. Da fällt mir ein, du hast Fußnoten erwähnt und du hast auch ein Beispiel für Fußnoten. Vielleicht können wir das uns noch kurz anhören. Und während du das öffnest, sei mir der Hinweis erlaubt. Ich sehe, dass es ganz viele Fragen gibt und wir nur noch 4 Minuten haben in unserer Session. Und ich möchte sagen, diese Ask the Expert-Geschichte ist auch eine Community-Seite, wo man auch Fragen stellen kann. Wir werden all die Fragen, also ihr habt die Möglichkeit, eure Fragen dort nochmal zu stellen und Alexander wird sie dann dort beantworten, schriftlich. Das heißt, die gehen nicht verloren. Ich sehe ja jetzt schon, dass wir gar nicht hinter alle Fragen herkommen. Also bitte kopiert eure Fragen dort rein. Ich glaube, Miriam wird kurz in den Chat den Link reinsetzen, wo ihr das machen könnt, weil es sollt alle eure Antworten bekommen. Und wenn wir schon so einen Experten haben, also danke, Alexander, dass du dir überhaupt die Zeit nimmst, hier jetzt uns Laien das mal vorzuführen und zu erklären. Und jetzt schauen wir uns mal das mit den Fußnoten an. Ja, Fußnoten. Das Ausgangsdokument war ja wahrscheinlich ein Word-Dokument, also mit Access Word generiert worden, nehme ich an. Ich stehe jetzt hier in dem Dokument. Überschrift Ebene 1 barrierefreie Fußnoten. Überschrift Ebene 2 die Ausgangssituation. So. Damit Fußnoten Link 1 wirklich barrierefrei sind und auch von Screenreader nutzen. Und so weiter. Wer also aufmerksam zugehört hat, hat gehört, dass der Screenreader gesagt hat, damit Fußnoten Link 1 wirklich barrierefrei und so weiter. Also das, die Zahl, die Fußnotenreferenz ist als Link hinterlegt. Das heißt, ich kann dorthin, ich kann aber auch einfach weiterlesen und sagen, ja, Fußnote, ja, interessiert mich jetzt momentan nicht. In einem weniger guten PDF hätte ich jetzt gehört und auf der Breitzeile gesehen, damit Fußnoten Link 1 und dann käme der Fußnotentext, der da lautet Nächstes Wort.
Link. Eine Lösung, der Clou, Link 1, es kann natürlich auch eine Endnote sein. Ja, genau. Also das ist der Fußnotentext zu 1. Es kann natürlich auch eine Endnote sein. Endnote liest der Screenreader hier vor, interessanterweise. Ist auch ein Programm, das so heißt, ne? Endnote. Ja, genau. Und dann ist das aber auch hier wieder ein Link. Link 1. Es kann natürlich auch eine Endnote sein. Und dieser Link 1 bewirkt nämlich, dass ich wieder oben zu dem Text hinkomme. Also zu der Stelle, von wo aus hierher verwiesen wird. Geht also hin und auch wieder zurück. Und das kann zum Beispiel bei einem PDF-Export aus Word heraus in dieser Form nur Access Word, also das entsprechende Tool von Access 4. Das kann auch Word nicht beim Speichern unter als PDF. Kriegt es nicht so schön hin. Schönes Stichwort. Wir sind nämlich am Ende und wir haben, also hier zu Ask the Expert, wir werden auf alle Fälle die Fragen beantworten. Also postet die in die Community. Wir gucken auch nochmal im Chat, dass da alles dann, also wenn ihr es nicht macht, gucken wir, dass wir da die Fragen aufgreifen und dass Alexander euch da die Antworten liefert. Bei der nächsten Session, wir wechseln immer ab, wir haben externe Experten, so wie Alexander, oder interne Experten. Nächstes Mal wird es meine Wenigkeit sein, und zwar genau zu Access Word und wie man automatisiert aus Word heraus barrierefreie PDFs erstellen kann, genauso wie mit diesem Fußnotenbeispiel, wie das dann geht und so weiter. Das wird, Mirjam, hilf mir kurz. Am 5. April, genau. Mittwoch 5. wieder, April. 5. April. Mittwoch, 5. April, 15 Uhr. Werden wir dann auch noch posten und so weiter. Aber merkt euch das schon mal vor, wenn das auch spannend für euch ist. Ich fand es total spannend, diese Session. Alexander, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank euch. Also wir sind überwältigt von all diesen Fragen. Das ist super, soll nicht verloren gehen. Und ich habe schon das Gefühl, wir brauchen eigentlich bald wieder mal eine Session mit Alexander, wo wir dann da fortsetzen. Weil ich merke, es kursiert sehr viel Halbwissen zu Screenreader-Nutzern, so das unbekannte Wesen der Screenreader-Nutzer. Ja? Und da können wir ein bisschen aufräumen. Genau. Genau, heute war das ja so ein Einstieg oder so ein, sagen wir mal, ein Überblick. Das waren ja verschiedene Themen und vielleicht, ja, wenn es dazu vielleicht, es kann ja auch der Beginn einer wunderbaren Serie werden, dass wir es dann also thematisch etwas dann jeweils eingrenzen. Denn ich bin mir sicher, auch wenn wir es thematisch eingrenzen, ist für eine Stunde jederzeit genug Material da. Herzlichen Dank oder wie es auf Englisch immer so schön heißt, thanks for having me. Genau, danke dir, Alexander, danke euch. Gute Restwoche noch. Macht's gut.